Das Zeitalter der großen Pyramiden begann vor etwa 4700 Jahren mit dem Bau der ersten großen Stufenpyramiden in Ägypten. Ihre ursprüngliche Bestimmung geriet im Laufe der Jahrtausende in Vergessenheit und blieb für lange Zeit ein Rätsel der Menschheit. Seit der Entzifferung der Hieroglyphen durch den Franzosen Champollion im Jahr 1822 konnte die Ägyptologie in mühevoller Kleinarbeit die Jenseitsvorstellungen der alten Ägypter in ihren Grundzügen offenlegen. Das war der entscheidende Durchbruch und ermöglichte einen tiefen Einblick in die Jenseitsvorstellungen der altägyptischen Kultur und Religion. Im Unterschied zu den monotheistischen Religionen der Neuzeit war das ägyptische Jenseits keine Glaubensfrage, sondern ein sichtbarer Ort am Nachthimmel, über jeden Zweifel erhaben. Es war der Ort der ewigen Sterne, der Sterne, die niemals hinter dem Horizont untergehen. Das Portal zu dieser himmlischen Welt konnte nur vom verstorbenen und wiedergeborenen Pharao durchschritten werden und ging einher mit dessen Vergöttlichung und Aufnahme in den Kreis der ewigen Götter. Heute nennen wir diesen Bereich Himmelspol mit dem Polarstern im Zentrum. Die Sterne, die niemals untergehen, nennen wir Zirkumpolarsterne. Die Stufenpyramiden waren für die Pharaonen Ägyptens, beginnend mit Djoser, der Garant für den Aufstieg zu den ewigen Sternen. Die Ausgänge der großen Pyramiden waren konsequenterweise auf das weit geöffnete Himmelstor des stellaren Jenseits gerichtet. Die Sterne, welche nicht untergehen, repräsentieren Kontinuität, Stabilität und Ewigkeit. Alle anderen Sterne folgen einem Rhythmus aus Leben und Tod und schienen kein guter Ort zu sein für das göttliche Haus der Ewigkeit. Nie wieder gründete sich eine Jenseitsvorstellung so vorbehaltlos auf Naturbeobachtungen. Sich auf ihre guten Augen verlassend, entwickelten die ägyptischen Astrologen eine ausgeklügelte Vorstellung vom Kosmos mit einem Pantheon, das bis zu 1500 Götter umfasste. Und sie gewannen Erkenntnisse, die den gesellschaftlichen Fortschritt beförderten. Sie entwickelten ein Kalendersystem, erfanden die Monate mit jeweils 30 Tagen und das Jahr mit 360 Tagen, plus 5 Zusatztagen und kamen so auf insgesamt 365 Tage. Unter Ptolemäus III. Kamen 237 v. Chr. Schalttag hinzu. Ägyptische Astrologen benannten erste Sternbilder, zum Beispiel das Sternbild Orion. Die Seefahrer späterer Epochen nutzten die Sternbilder zur Orientierung auf den Weltmeeren. Der erwähnte Polarstern ist die Projektion des irdischen Nordpols am Himmel. Da sich die Erdachse in einer langsamen Kreiselbewegung befindet, wandert diese Projektion mit der Zeit, lässt andere Sterne im zirkumpolaren Zentrum erscheinen oder hinterlässt Leerstellen. Die Wissenschaft nennt das Phänomen Präzession und über einen sehr langen Zeitraum betrachtet hat das sichtbare Auswirkungen.
Im Mittleren Reich, das etwa ab 2100 v. Chr. begann, kam es zu einer Veränderung der Jenseitsvorstellungen. Unter dem Einfluss der heliopolitanischen Lehren um den Sonnengott Re wird der jenseitige Sehnsuchtsort in den Osten verlegt, an den Horizont, wo sich bei Sonnenaufgang die morgendliche Wiedergeburt des Re vollzieht. Mit dieser Zeitenwende rückt der Wunsch des Pharao in den Mittelpunkt, sich wiedergeboren in den Sonnenlauf einzureihen und Seite an Seite mit dem Sonnengott am Wunder der Erneuerung teilzuhaben.